Auslandskonten und Anonymität, also in welchen Ländern kannst du anonyme Auslandskonten eröffnen? Wie ist das mit dem digitalen Euro und digitaler ID? Macht es dann Sinn, Auslandskonten zu haben? Ist es egal? Und was sind die interessantesten und besten Länder für Konten in dieser Welt? Herzlich willkommen, guten Morgen hier aus Thailand. Hier ist es sehr, sehr sonnig, deswegen heute einmal mit Sonnenbrille und wir schauen uns ein spannendes Thema an. Klasse, dass du auch heute wieder dabei bist bei Faszination Freiheit, wie inzwischen seit fast 10 Jahren, wo es jede Woche ein neues Tippvideo gibt. Und das ist ein viel beachtetes Thema. Wir bekommen diese Fragen sehr, sehr viel rund um das Thema Auslandskonten. Denn die haben sehr, sehr viel zu tun. Nein, nicht mit irgendwelchen niederen Beweggründen, worüber wir uns unterhalten, sondern einfach Thema Sicherheit und Streuung. Bei dem Thema Geld und Finanzen, du möchtest die Kontrolle vermutlich auch zukünftig über dein Geld haben und dann, warum nicht, an den sichersten Plätzen dieser Welt deine Bankkonten zu haben. Und wir haben nächste Woche am Mittwoch um 18 Uhr noch einmal einen Live-Termin, und zwar der Banken-Crashkurs, wo wir sehr, sehr viel anschauen, was die meisten Menschen gar nicht mitbekommen, was passiert in der Finanzbranche, im Bankensektor, im Hintergrund. Dazu haben wir 100% live und ich sage mal so circa 1,5 Stunden gemeinsam die Zeit und eine Live-Intensiv-Fragerunde am Schluss. Den Link findest du unterhalb von dem Video. Und ich möchte mal einige Fragen jetzt beantworten, denn auch zu der Auslandskontenpraxisstudie war wir vor kurzem live. Und da möchte ich ein paar Highlight-Folien, Highlight-Szenen herausnehmen und mal so wichtige Fragen beantworten, weil ich weiß, erfahrungsgemäß interessiert die sehr, sehr viele Menschen zu diesem Thema. Also, zum einen, wie ist das denn mit dieser Anonymität bei Bankkonten? In der Schweiz und Liechtenstein gibt es ja das Bankengeheimnis nicht mehr. Das heißt, der internationale Informationsaustausch CRS, das Kürzel werden wir gleich auch nochmal sehen, der ist auch hier eingeführt worden, wie sagen wir, in allen relevanten und wichtigen westlichen Ländern dieser Welt. Das heißt, heutzutage ist es nicht mehr so einfach, anonyme Bankkonten zu haben, auch wenn es grundsätzlich noch Möglichkeiten gibt. Aber dazu erstmal ein Kürzel, das du kennen musst, und zwar CRS, die Common Reporting Standards, oder der allgemeine Informationsaustausch wird auch hier gerne verwendet. Und zwar hier werden Finanzdaten von ausländischen Bankkonten mit dem heimischen Finanzamt durchgeführt zur Vermeidung von Steuerhinterziehung. Und da alle OECD-Länder, also die wirtschaftlich relevantesten Länder dieser Welt, die G20 und wirtschaftlich starken Länder dieser Welt nehmen teil. Das sind über 100 Länder. Was wird denn hier ausgetauscht? Zum einen der Name, die Anschrift, der Staat, in dem du ansässig bist, dann die Steueridentnummer, dein Geburtsdatum, die Kontennummern, dann Gesamtbrutto, Dividenden, Zinsen und anderen Einkünfte mit dem Vermögenswert, das heißt natürlich die steuerlichen Daten und der Gesamtwert des Konto und des Depots. Und es wird einmal pro Jahr herüber gesendet. Und es sind über 100 Länder, die teilnehmen. Wir haben jetzt hier trotzdem eine Übersicht von Ländern, die vielleicht interessant sein können, die auch interessante Entwicklungen haben, also hier auch ein bisschen liberaler sind in der Weltpolitik. Da haben wir zum einen Nordzypern, da vielleicht nachher noch ein bisschen was dazu. Wir haben hier Paraguay, wir haben ja Kambodscha. Vietnam war hier mit dabei und deswegen, ich habe es mal ganz bewusst hier mit drin gelassen, aber durchgestrichen, weil es inzwischen am CRS teilnimmt. Aber da ist was ganz Interessantes passiert und wie es sich eben auch, sagen wir, komplett drehen kann. Aber dazu auch gleich noch mehr. Dann Guatemala. Serbien, ein grundsätzlich interessantes Land, Bosnien-Herzegowina, und das wohl interessanteste und stabilste Land, weil es auch gleichzeitig der größte Finanzplatz dieser Welt ist und der renommierteste, das sind die USA. Und die nehmen hier nicht teil, die haben aber sozusagen ihr eigenes Programm mit US FATCA. Das heißt, von US-Bürgern bekommen sie alles zugesendet. Deswegen sind US-Bürger bei internationalen Konteneröffnungen nicht so beliebt, weil es ein extremer Aufwand ist und Uncle Sam ja im Prinzip alles wissen möchte. Aber sie liefern keine Daten selber ins Ausland. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel in Deutschland lebst und in den USA ein Konto hast, wird also kein Informationsfluss deiner Kontendaten nach Deutschland gemacht. Also auch mal interessant zu wissen, deswegen auch in dem Kontext die USA, und weil es ein sehr renommierter und internationaler Standort ist, auch sehr, sehr interessant für Bankkonteneröffnung. Wir hatten hier vor kurzem auch einen eigenen Vortrag dazu, wie es umsetzbar ist. Man muss dazu nämlich einiges wissen, damit das Ganze dann auch wirklich funktioniert. Ich habe es gerade eben schon gesagt mit dem Thema Vietnam, weil die haben nämlich aktuell 86 Millionen Bankkonten gelöscht. Die sind einfach
sozusagen über den Jordan gegangen. Also gibt es nicht mehr. Und was ist hier passiert? Anfang 2025, hat Vietnam entschieden, okay, wir nehmen zum einen mal am CRS teil, und 2022 wurde die digitale ID eingeführt. Tja, und die wurde eingeführt wie? Und zwar freiwillig. Ja, also das heißt, wurde einfach versprochen, ne? Also nein, das ist immer freiwillig, das ist einfach noch eine Ergänzung, macht unser Leben einfacher, besser, komfortabler. Ja, als Bankkontenbesitzer jetzt in Vietnam ist es dann nicht mehr so freiwillig, wenn dann einfach dein Konto gelöscht wird, wenn du das Ganze nicht miteinander verbindest und verknüpfst. Und hat eine digitale ID, können dann Konten geknüpft werden, aber alles des privaten Lebens ebenfalls. Und deswegen ist das ein gewaltiger Punkt. Das heißt, das hier ist so, wenn man jetzt einen dystopischen Kontrollstaat errichten möchte, also will ich ja niemanden dort draußen unterstellen, wirklich alles gut. Die Historie hat immer wieder gezeigt, dass es immer und immer wieder gemacht wird oder sich dann dazu entwickelt. Aber ich will ja niemanden dort draußen irgendwas unterstellen, nein. Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt selber einen dystopischen Kontrollstaat errichten möchte, dann muss alles richtig schön zentralisiert sein. Dann braucht es eine zentralisierte digitale Nummer, in dem Fall am besten, wo alles zusammengeführt wird. Ja, und wenn ich dann quasi, ja, dann sind ja Antidemokraten, Verbrecher und so weiter, dann kann ich die nämlich dadurch richtig schön kontrollieren. Im Übrigen auch die Opposition. Also ist sehr, sehr angenehm für eine Regierung. Ja, was ist von dem her mit Konten, wenn eine digitale ID und digitaler Euro kommt? Also digitale Zentralbankwährung, digitale Euro zum Beispiel, der auch schon beschlossen wird, da wird dann immer wieder gesagt, ja, der kommt dann in 3, 4, 5 Jahren, also immer schön weit weg, aber vielleicht kommt er dann in Form einer Krise, wie auch immer, dann einfach auch einmal so. Aber auf jeden Fall, was wir natürlich grundsätzlich sehen können, ist eine digitale Fehleranfälligkeit. Das heißt, Zahlung geht einfach nicht. Cyberdiebstahl, der gläserne Bürger, weil eben alles transparent wird. Je mehr es auch einen digitalen Euro gibt, am Anfang wird er wohl parallel eingeführt, aber das kann sich natürlich auch ändern. Ne? Stichwort Freiwilligkeit, digitale ID in Vietnam. Dann Erziehungskontrolle, weil wenn du zum Beispiel zukünftige Generationen gefährdest mit deinen Käufen, ne, und dein Land eben die Welt retten muss in jeglicher Hinsicht und sich dabei selber zugrunde richtet, ja, dann ist es einfach so, wenn du jetzt halt in einem Land bist und die Gesetze, die dort gelten, die gelten einfach, ja, dann gelten die einfach. Ne? Und ein dystopisches Kontrollsystem, weil Systemkritiker, Opposition etc., Antidemokraten, ja, die können dann einfach abgeschaltet werden. Und die Pilotprojekte zur digitalen ID, über die haben wir ja auch gerade gesprochen, mit Konten, mit Fortbildung und Business, die werden bereits vorangebracht. Und die Schweizer, die haben sich ja auch lieber für Komfort und Totalkontrolle entschieden. Ja, aber das ist ja nicht so wichtig, wenn man von hinten bis vorne durchkontrolliert werden kann, möglicherweise in der Zukunft. Ja, den meisten ist für mich klar, das Beispiel übrigens mit Vietnam, die haben wir dazu als eine der ganz wenigen dort draußen, das veröffentlicht auch mit dem eigenen Video, kannst du dir gerne dazu anschauen. Das ist dem meisten ja gar nicht bewusst, das wurde ja gar nicht großartig kommuniziert. Also eines der größten Finanzereignisse im Jahr 2025 in Asien, ja, lässt man einfach so weg. Wenn einfach bei 86 Millionen, also wir sprechen nicht über 86.000 Konten oder 860.000 Konten. Das ist viel, 8,6 Millionen ist echt viel. Nein, wir sprechen über 86 Millionen Konten. Fast so viele Menschen, wie es im deutschsprachigen Raum gibt. Und was ist jetzt mit Konten, wenn die digitale ID und digitale Euro kommen? Macht es dann überhaupt noch Sinn? Und Co. mit Auslandskonten etc.? Also diese Frage bekomme ich sehr, sehr häufig inzwischen. Ich möchte sie auch gerne beantworten. Ich sage mal so, mit dem, was ich heute dazu sagen kann. Weil wir haben den digitalen Euro und die digitale ID noch nicht. Wir wissen aber, dass sie kommen werden. Die digitale ID möglicherweise bereits in 2026, spätestens in 2027 wird sie verpflichtend innerhalb der EU. Das wurde bereits beschlossen. So, und das heißt, wie ist es da mit dem Thema Konten? Also erstmal, man muss natürlich genau wissen, wie wird es konkret ausgerollt. Also man kann davon ausgehen, wir sehen an den Pilotprojekten, dass die EU bereits möglichst viel zusammenführen möchte. Und beim digitalen Euro wissen wir auch bereits, wurde zwar vorher gesagt, dass er nicht programmierbar ist, also dass dann Geld steuerbar ist, dass der quasi eingegriffen werden kann von außen, das bedeutet Programmierbarkeit. Und wir wissen, dass das Ganze kommen
wird. Also davon kannst du ausgehen. Also die EU entwickelt sich zu einem großen Kontrollapparat und zu einem großen Rüstungsapparat. Das sind die beiden Dinge, die die EU extrem gut kann und sich darauf fokussiert. Ob das jetzt im Sinne der Bevölkerung ist, wie gesagt, überlasse ich dir deine persönlichen eigenen Schritte, ob dir das Ganze gefällt und ob du sagst, ja, okay, werden wir halt komplett durchkontrolliert von A bis Z und dann gehen wir halt vielleicht in den Krieg, beziehungsweise wir sind zumindest richtig vorbereitet und aber Milliarden und Milliarden und Billionen gehen dann eben in die Rüstungsindustrie. Da sind sie anscheinend besser aufgehoben, als vielleicht das Thema Wirtschaft oder Energie etc. ein bisschen voranzubringen beziehungsweise zu optimieren. Meine persönliche Meinung dazu ist, Internationalisierung ist das Gebot der Stunde. Je internationaler du aufgestreut bist, das heißt, je mehr Streuung du hast, desto mehr Sicherheit hast du und desto mehr Freiheit hast du. Das heißt, wir können hier sowohl Sicherheit und Freiheit miteinander verbinden. Und die meisten Menschen verstehen dieses Prinzip der Streuung beim Thema Geldanlage. So, das heißt, dass man ja vielleicht nicht alles auf eine Aktie setzt, sondern eben auf verschiedene Aktien oder Fonds, sondern Immobilien, dann noch Edelmetalle und so weiter. Das heißt also wirklich eine Streuung. Aber es ist eine multidimensionale Streuung. Das heißt auch mit deinen Bankkonten. Weil wenn du halt nur 1 oder 2 Bankkonten hast und die vielleicht auch noch im Inland und da passiert irgendwas, dann hast du ein Problem, wenn du nicht mehr liquide und zahlungsfähig bist. Weißt du, warum das die meisten Unternehmen erfahrungsgemäß insolvent und pleite gehen? Nicht, weil sie unwirtschaftlich sind, sondern weil sie Liquiditätsprobleme haben. Und das sind wir genau in diesem Thema Bankkonten. Das heißt, du musst dich darum kümmern, deswegen auch dieses Video und dafür zu sensibilisieren. Deswegen hier eine Übersicht, warum möglichst viele Auslandskonten. Wir sehen das ausführlicher, wie gesagt, beim Banken-Crashkurs an, kommenden Mittwoch um 18 Uhr. Ja, dann wird für mich übrigens eine Nachtschicht. Dann ist es nicht mehr so sonnig wie gerade hier in Thailand, sondern dann ist es schon mitten in der Nacht. Ich mag es aber trotzdem. Genau, wir haben da übrigens auch ein Doppelevent. Also das heißt, vormittags haben wir 2 Events am selben Tag. Kannst du dich das auch anschauen. Das heißt, eine klare Anleitung, wie funktioniert finanzielle Freiheit, meine wichtigsten Erkenntnisse aus den letzten 20 Jahren, wo ich mich um dieses Thema gekümmert habe, sehr intensiv recherchiert und dir meine persönlichen Erfahrungen an die Hand gebe. Das wird eher, sagen wir mal so, inspirierend. Das wird ein sehr, sehr positives Thema hier. Das ist ja eher aufklärend natürlich. Also, warum möglichst viele Auslandskonten? Also zum einen Streuung und damit mehr Sicherheit. Banken können aus dem Nichts unsicher werden. Also Banken und Länder verändern sich. Da haben wir auch gleich den Punkt Nummer 4. Also vielleicht bist du selber in einem Land, das ist ein bisschen verändert oder kommst ursprünglich aus einem Land, wo du sagst, das ist ein bisschen anders, als es vor 10 Jahren war. Und das haben wir als Tendenz. Das wird auch in den nächsten 10 Jahren genauso sein, wenn du dann zurückblicken wirst. So, dann Banken können ein Konto plötzlich schließen. Es passiert öfter, als die meisten Menschen denken. Banken werden immer restriktiver. Warum? Weil sie horrende Strafen bekommen, wenn Geldwäscher ihnen durch die Lappen bekommen. Also es wird geschätzt, weniger als 1% von allen Kontensperrungen waren dann echte Geldwäscher. Weniger als 1%. Dann Länder verändern sich, das hatte ich bereits gesagt. Überweisungsblockierungen, also da gibt's ja Krypto und auch teilweise mit Auslandsimmobilien und so. Und dann sagt die Bank einfach, stopp, wir machen deine Überweisung nicht. Dann mehr Anonymität und Diskretion, wenn Geld im Ausland. Heute ist ja im Prinzip alles digital. Wenn man irgendwo Überweisungen hat, dann ist es natürlich irgendwo nachvollziehbar, aber du hast mehr Anonymität. Auch wenn du ein Auslandskonto hast und dieses Land nimmt zum Beispiel am CRS teil, also am Datenaustausch, dann trotzdem gibt es halt keine Schnittstelle von einem Finanzbeamten um die Ecke, damit der eben dann abrufen kann, ja, was hat denn die Luise oder der Hans hier auf dem Konto jeweils liegen. Dann mehr Schutz vor großflächigen Kontensperren durch Behörden. Und das ist ein Existenzschutz. Weil es kann auch passieren, weil jemand anders Verdächtiger mit Geldwäsche, das gab es schon, das so groß, auch wie Wirecard zum Beispiel, das sind andere Unternehmen, wurden die Konten auch gesperrt, die mit Wirecard zusammengearbeitet haben, unberechtigt, und das sind Unternehmen wirklich insolvent gegangen deswegen. Also das ist finanzielle Selbstverteidigung, das ist Sicherheit, das ist Streuung, was wir uns hier anschauen. Dann Absicherung vor digitalen Euro und Kontroll-ID. Heißt eben, wie gesagt, also du hast dann die Möglichkeit, sondern ist der digitale Euro da, vielleicht gibt es dann irgendwann kein anderer mehr, aber du kannst dann zum Beispiel in ein Auslandskonto, ist es halt kein direkter Zugriff innerhalb der EU, und du kannst dann auch sagen, ich gehe dann auf andere Währung und bist eben in komplett anderen Rechtsraum und hast dadurch mehr Sicherheit und mehr Steuerung. Dann Schutz vor staatlichem Depotzugriff, also auch für dein Depot hat das Ganze Aspekte und Vorteile. Und Schutz vor Kapitalverkehrskontrollen. Also immer wenn Währungen dann einmal nicht mehr funktioniert haben
Und in der Eurozone waren wir bereits nachweislich davor, dass es kollabieren konnte und fast wäre. Ja, und dann kann es eben auch jederzeit Kapitalverkehrskontrollen kommen. Was dann zum Beispiel bedeutet, du kannst dein Geld nicht mehr frei überweisen ins Ausland oder nur nach Genehmigung. Bei Auslandskonten ist es aber schon im Ausland und das Geld dann auch wieder zurückzubekommen zu dir, ist immer deutlich einfacher. Das heißt, wenn du dann ja auch deine Konten richtig aussuchst, dann hast du keine wirklichen Nachteile, sondern nur Vorteile und viele ignorieren das halt, bis sie irgendwann dann feststellen, dass sie eigentlich schon in einer Art unsichtbaren Gefängnis sind und dann vielleicht irgendwann nicht mehr so unsichtbar. Schauen wir uns mal meine persönlichen 3 Top-Finanzplätze an, die weltweit sehr, sehr hochwertig anerkannt sind. Wir haben ja zum einen Liechtenstein, eines der ganz wenigen Länder dieser Welt, komplett schuldenfrei. Dann haben wir Singapur, eines der besten Finanzplätze dieser Welt und gilt ja auch so als die asiatische Schweiz. Und die Vereinigten Arabischen Emirate, die sich also über Jahrzehnte hinweg unglaublich smart und intelligent hochgearbeitet haben und inzwischen auch einen sehr, sehr soliden Finanzsektor aufweisen können. Dann, es gibt auch einige Jokerländer, die ich finde, die sind absolut interessant, sich einmal anzuschauen. Da haben wir zum einen Mauritius, ist so die Brücke zwischen Afrika, Asien und auch noch nach Europa. Hat sehr, sehr gute Flugverbindungen, auch einen sehr, sehr guten Finanzplatz. Ist auch so das Tor nach Afrika schlechthin. Also wenn man jetzt Banking und Afrika und Co., das sind ja viele Länder ein bisschen chaotischer, ich möchte es mal so formulieren, nur wird das Wort der Stabilität gerne Mauritius, der Inselstaat dort verwendet. Dann die USA, über die habe ich schon gesprochen. Es ist möglich, da Konten zu öffnen. Man muss einiges dazu wissen, etc. Aber es ist auf jeden Fall grundsätzlich möglich und der größte Finanzplatz dieser Welt und einer der stabilsten weltweit. Und auch Nordzypern ist interessant, wenn du sagst, okay, also weil Nordzypern halt ein Land ist, also es ist de facto ein Land, es ist halt nicht anerkannt, außer von der Türkei. So, nimm von dem her auch nicht am CRS teil. Und wenn du dann auch sagst, okay, ich habe zwar jetzt hier keine internationalen Großbanken etc., aber ich möchte einfach vielleicht wie so ein, ich nenne es jetzt mal so ein Plan-B-Konto einfach noch zusätzlich mit haben, dann ist Nordzypern durchaus interessant. Ja, generell auch Länder für Auswanderer. Die Folie hatte ich ja auch da mit dabei beim Auslandskonten. Durchbruch beziehungsweise der Praxisstudie, welche Länder sind besonders interessant, auch für Auswanderer. Und da haben wir auch alle dabei, die wir jetzt gerade durchgegangen sind, auch die Schweiz, das Fürstentum Liechtenstein, die Vereinigten Arabischen Emirate, gibt es ja nicht nur Dubai, sondern auch zum Beispiel Abu Dhabi und Co., Singapur, Georgien, Mauritius, Kirgisistan, Nordzypern, UK auch mit Jersey und der Isle of Man. Und diese Länder gelten und auch nochmal ein bisschen einfacher gelten auch genauso für diejenigen, die zum Beispiel im deutschsprachigen Raum leben. Und ansonsten abschließend, es gibt letztendlich 3 Bankkonten. Die meisten Schäfchen, die haben einfach EU-Konten vor Ort, die haben gar keine Streuung oder auch gar keine wirkliche Sicherheit und die beschäftigen sich auch nicht damit und die verstehen diese Thematik auch nicht wirklich. Dann zweitens gibt es die Transaktions- und Ergänzungskonten. Das wie zum Beispiel auch Georgien ist ein Standort, wo man sehr einfach Konten eröffnen kann. Nordzypern hatten wir jetzt hier als Beispiel. Das heißt, die sind einfach für Transaktionen interessant oder dass man einfach, sage ich mal, einfach noch so zusätzliche Plan-B-Konten hat, sag mal, für den Fall der Fälle, wie gesagt, Streuung und Sicherheit. Und dann eben die Top-Standorte weltweit, mit Singapur, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit der Schweiz, mit Liechtenstein, mit USA und Mauritius. Das heißt auch gerade mit größeren Summen, also zum Beispiel mittlere 5-stellige Beträge, auch 6- und 7-stellige Beträge. Das sind Länder, die mit solchen Summen, sagen wir, wirklich umgehen können und nicht gleich nervös werden. Viel intensiver und viel mehr solcher Tipps und Tricks kannst du dir gerne anschauen. Wir sind, wie gesagt, am Mittwoch um 18 Uhr dazu nochmal live in der Banken-Crashkurs. Wir werden sehr, sehr viele Zahlen, Daten, Fakten anschauen. Es ist wirklich so eine Intensiv-Zusammenstellung auf circa 1,5 Stunden über das Geld- und Finanzsystem. Wir werden auch über das Thema Auslandskonto natürlich intensiver dort noch einsteigen. Also ich kann es dir sehr empfehlen, wenn dich das interessiert. Einfach Link unterhalb von dem Video. Und auch mittags sind wir am selben Tag ebenfalls bereits live. Ich werde so meine persönliche Reise zur finanziellen Freiheit in den letzten 20 Jahren, die Quintessenz, hier zusammenfassen. Also, ich freue mich auf dich und dann bis spätestens nächsten Mittwoch und spätestens ansonsten darüber hinaus nächsten Freitag unseren YouTube-Kanal abonnieren. Wir haben immer wieder interessante, spannende Themen, auch viele internationale Länder und Co. und freue mich, wenn wir uns dort ebenfalls wiedersehen. Bis dahin, dein Thorsten Wittmann.